Fernweh, Panne, Maßnahme. Ich habe 15 wichtige Wörter aus meinem C1-Kurs zusammengetragen. Wenn du diese Wörter kennst, dann hast du sehr wahrscheinlich schon das C1-Niveau im Deutschen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Natalia und ich bin deine Deutschlehrerin. Heute gibt es wieder einen kleinen Wortschatztest für dich. Und dieses Mal wird es richtig spannend, denn heute fordern wir dein Deutsch richtig heraus. Es geht um das C1-Niveau. Bevor es losgeht, vergiss nicht, dieses Video zu liken und abonniere meinen Kanal. Für mich ist es sehr wichtig, dass du mich mit einem Daumen nach oben unterstützt, dass du meinen Kanal abonnierst. Das ist dein Dankeschön für meine fleißige Arbeit. Und wie immer habe ich für dich alle Vokabeln aus diesem Video in einer kostenlosen PDF-Datei zusammengefasst. In dieser Datei findest du sogar noch Übungen, Beispiele zu allen Vokabeln, die wir heute lernen und den Lösungsschlüssel dazu. Um die PDF-Datei herunterzuladen, klicke auf den Link unter diesem Video, trage deinen Namen, deine E-Mail-Adresse ein und schon nach 2 Minuten oder vielleicht sogar nach 1 Minute wirst du die Datei per E-Mail zugeschickt bekommen. Es ist sehr wichtig, dass du die PDF-Datei schon vor dem Video hast, damit du dir währenddessen Notizen machen kannst. Du hast bestimmt schon mal vom GER, also dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen gehört, oder? In meinem Video zum B1-Niveau habe ich schon davon erzählt. Wenn du dir das Video noch nicht angeschaut hast, dann mach das direkt im Anschluss. Ich werde das Video hier verlinken. In diesem Video habe ich noch mehr zum Thema GER erzählt. Kurz gesagt gibt es 6 Niveaustufen A1 bis C2. Wie du hier siehst, ist das C1-Niveau die zweithöchste Stufe, also fast muttersprachlich. Wenn du das C1-Niveau erreichst, bedeutet das, du kannst dich fließend, spontan und präzise ausdrücken. Du verstehst auch lange, komplexe Texte, sogar zu abstrakten oder fachspezifischen Themen. Du kannst deine Meinung differenziert äußern, argumentieren und zwischen den Zeilen lesen. Kennst du diesen Spruch? Zwischen den Zeilen lesen. Also etwas verstehen, was nicht unbedingt geschrieben ist. C1 ist auch das Niveau, das du brauchst, wenn du zum Beispiel in Deutschland studieren oder im Beruf auf hohem Niveau kommunizieren willst. Für mein Studium in Mainz habe ich das C2-Niveau gebraucht. Es hat aber auch lange gedauert, bis ich das C2-Zertifikat bekommen habe. Okay, es geht los. Ich habe heute für dich 15 C1-Vokabeln. Wenn du sie alle kennst, mit Bedeutung, richtiger Schreibweise und dem Artikel bei Nomen, bist du auf einem sehr guten Weg zum C1-Niveau. Ich werde dir eine Definition, einen Beispielsatz oder ein Synonym des gesuchten Wortes geben. Dann hast du 5 Sekunden Zeit, dich an das richtige Wort zu erinnern. Zu Hilfe zeige ich dir Flashcards mit einem passenden Bild aus meinem C1-Kurs und den jeweiligen Anfangsbuchstaben des Wortes. Alle Flashcards sind aus meinem C1-Intensivkurs. In jedem Intensivkurs, in jeder Lektion gibt es Wortschatzsets, so dass du alle Vokabeln der Lektion nochmal gezielt lernen kannst. Zähle unbedingt, wie viele Wörter du kanntest und lass es mich am Ende in den Kommentaren wissen. Ich bin sehr gespannt. Bist du bereit? Dann los geht's! Das erste Wort, das ich suche, ist ein Nomen und ein Synonym für Aktion, Schritt oder Handlung. Du hast jetzt 5 Sekunden Zeit, dich an den Begriff zu erinnern. Denke auch an den Artikel. Die Artikel sind sehr wichtig. Die Lösung lautet die Maßnahme. Die Maßnahme. Na, hast du es gewusst? Viele Wörter mit einem E am Ende sind feminin. Die Maßnahme gehört dazu.
Weiter geht's zum zweiten Wort. Auch der zweite Begriff ist ein Nomen. Dieses Mal handelt es sich um ein Synonym für Durchführung oder Realisierung. Überlege jetzt, welches Wort es sein könnte. Das korrekte Wort ist die Umsetzung. Die Umsetzung. Hier war der korrekte Artikel natürlich die, denn das Wort endet auf ung. Das solltest du auf dem C1-Niveau definitiv wissen. Die Nomen mit der Endung ung sind immer feminin. Vergiss nicht, dir aufzuschreiben, wie viele Wörter du richtig hattest. Das nächste gesuchte Nomen beschreibt das Verstehen, das Wissen oder die Einsicht, die eine Person durch Beobachtung, Erfahrung oder Reflexion gewinnt. Also wenn man etwas versteht, das ist ein schwieriges Wort. Das Wort ist die Erkenntnis. Die Erkenntnis, etwas verstehen, die Erkenntnis. Sehr gut. Na, dieses Quiz ist schwieriger als B1, oder? Weiter geht's mit unserem vierten Wort. Es ist dieses Mal ein Verb und ein Synonym für entwerfen, formen oder kreieren. Überlege dir die Lösung. Das Wort beginnt mit G. Gestalten. Richtig, gestalten. Hast du das korrekte Wort gekannt? Schreib es dir unbedingt auf, das ist ein sehr schönes Verb. Gestalten. Na, wie läuft der Test? Hast du Schwierigkeiten? Das C1-Niveau ist eine Herausforderung für alle SchülerInnen. Wie ich schon gesagt habe, sind alle diese Vokabeln aus meinem C1-Intensivkurs und heute schließt die Anmeldung zum ersten C1-Kurs mit Live-Unterricht. Also falls du noch teilnehmen möchtest, falls du die nächsten Wochen intensiv an deinem Deutsch arbeiten möchtest, dann klicke auf den Link unter dem Video und melde dich unbedingt an. Ich freue mich auf alle fleißigen Bienchen, auf alle SchülerInnen, die Lust haben, endlich schön, professionell und abwechslungsreich auf Deutsch zu klingen. Wie du siehst, gibt es sehr viele Vokabeln, die die gleiche Bedeutung haben, aber in unterschiedlichen Kontexten verwendet werden können. Also Deutsch hat wirklich keine Grenzen. Auch wenn du schon das C1-Niveau gelernt hast, es lohnt sich, das Niveau zu wiederholen. Man lernt nie das Gleiche. Jeder Kurs ist ein bisschen anders, also man kann immer noch was dazulernen. Ich freue mich auf dich und es geht jetzt weiter mit unserem Test. Das nächste Wort, das Wort Nummer 5 auf dem C1-Niveau, ist ein Adjektiv. Also wir hatten Nomen, wir hatten schon ein Verb und jetzt kommt ein Adjektiv. Du benutzt es, wenn du etwas beschreiben willst, das ästhetisch, reizvoll oder sympathisch wirkt. Es beschreibt also das Gegenteil von abweisend und unattraktiv. Also Gegenteil von abweisend und unattraktiv. Der erste Buchstabe ist A. Ansprechend. Richtig. Ansprechend. Wir gehen weiter. Das sechste gesuchte Wort ist ein ganz besonderes Nomen. Es beschreibt die Sehnsucht nach fremden Ländern und Kulturen. Dieses Wort kennst du bestimmt. Es ist ein Nomen. Denk also wieder an den richtigen Artikel. Dieses Wort beschreibt ein Gefühl, wenn du zu Hause bist und unbedingt ins Ausland möchtest. Das Fernweh. Das Fernweh. Richtig. Okay, merke dir unbedingt deine Punktzahl. Ich will sie in den Kommentaren sehen. Auch das nächste Wort ist ein Nomen. Es beschreibt einen unerwarteten Fehler oder ein technisches Versagen. Unerwarteter Fehler, etwas ist falsch, etwas ist technisch kaputt. Schau dir die Flashcard an. Das Bild und die Beispiele helfen dir.
Ja, die Antwort ist die Panne. Die Panne. Dieses Wort benutzen wir ganz häufig beim Autofahren. Wenn etwas kaputt ist beim Autofahren, dann sagst du, ich habe eine Panne. Hier haben wir wieder ein feminines Nomen, das auf E endet. Panne. Hast du es gewusst? Wir machen weiter mit dem 8. Wort. Die Hälfte hast du schon quasi geschafft. Das nächste Wort beginnt mit dem Buchstaben A. Das ist ein Verb. Dieses Verb nutzt du, wenn du etwas erledigst, beendest, wenn du gerne Listen schreibst und eine Sache von der Liste abgearbeitet hast. Dann kannst du diese Sache das Wort, was ich suche, ist abhaken. Du kannst diese Sache dann abhaken. Ich hake sehr gerne Aufgaben auf meine To-Do-Liste ab. Du auch? Ich schreibe immer super viele To-Do-Listen. Das nächste Wort ist ein Adjektiv. Dieses Wort beschreibt etwas, das nicht zu teuer ist. Also etwas, das du dir leisten kannst. Hast du eine Idee? Du hast jetzt 5 Sekunden Zeit, um dich daran zu erinnern. Das Wort, die Lösung ist erschwinglich. Erschwinglich. Wir kommen gut voran. Ich hoffe, dass du dir gut merkst, wie viele Wörter du korrekt hast, denn ich will es am Ende unbedingt wissen. Auch das 10. Wort ist ein Adjektiv. Es ist ein Synonym für großartig, eindrucksvoll. Nimm dir die nächsten 5 Sekunden, um dich zu erinnern. Die richtige Antwort lautet imposant. Imposant. Kennst du das Wort? Gibt es das in deiner Sprache? Auf Ukrainisch sagt man auch imposant. Also ich kenne das Wort schon aus meiner Muttersprache. Es ist ein sehr schönes Adjektiv. Die letzten 5 Wörter sind aus der Lektion 3 meines C1-Kurses. Dort dreht sich alles um das Thema Gesundheit. Du lernst dort also nicht nur neuen Wortschatz und Grammatik auf dem C1-Niveau, sondern erfährst auch viele nützliche Informationen zum Thema Gesundheit. Das Wort Nummer 11, das Nomen, das ich jetzt suche, beschreibt den Konsum, Genuss oder die Aufnahme bestimmter Lebensmittel. Überlege jetzt, welches Wort ich meine. Wenn du etwas isst, wenn du Lebensmittel einnimmst, was ist ein Nomen davon? Der Verzehr. Ein sehr schwieriges Nomen. Dieses Nomen lernt man erst auf dem B2 oder C1-Niveau. Der Verzehr. Hast du es gewusst, inklusive des richtigen Artikels? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Unser 12. Wort ist ein Verb. Du nutzt es, um auszudrücken, dass etwas verbessert wird. Ja? Etwas wird verbessert. Mit welchem Verb kann man das ausdrücken? Prozesse können verbessert werden. Das Leben kann verbessert werden. Das Verb fängt mit einem O an. Ja, optimieren, optimieren. Nur noch 3 Wörter und dann hast du es geschafft. Nummer 13. Das nächste Wort ist ebenfalls ein Verb und dieses Wort sagt aus, dass etwas individuell angepasst wird. Etwas wird individuell angepasst. Das Wort fängt mit einem P an. Jetzt hast du wieder 5 Sekunden Zeit, dich an das Wort zu erinnern. Das richtige Wort ist personalisieren. Richtig, personalisieren. Etwas wird individuell für dich gemacht, personalisiert. Das Wort Nummer 14. Wie heißt es, wenn du etwas bewusst nicht in Anspruch nimmst, obwohl es möglich wäre? Wenn du bewusst sich gegen etwas entscheidest. Schau auf die Flashcard. Der Beispielsatz hilft dir. Wir nutzen dieses Wort häufig im Zusammenhang mit gesunder Ernährung. Das richtige Wort ist natürlich verzichten.
Ich verzichte bewusst aufs Fleisch. Ich verzichte auf Milchprodukte. Verzichten. Und schon kommen wir zum letzten Wort dieses Vokabelsets. Du bist sehr fleißig. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Nummer 15. Ich suche ein Adjektiv, das das Gegenteil von transparent, durchschaubar oder klar beschreibt. Also etwas ist nicht transparent, nicht so ganz klar. Du hast jetzt wieder 5 Sekunden Zeit für die Lösung. Das Wort ist sehr einfach. Intransparent. Ja, transparent, intransparent. Geschafft! Das waren alle 15 Wörter. Wie hat's geklappt? Wie viele Fragen hast du richtig beantwortet? Schreibe es in die Kommentare und vergleiche dich mit den anderen ZuschauerInnen. Ich bin gespannt, wer alle Antworten richtig hatte. Wenn dieser Test noch schwierig für dich war, dann schau dir unbedingt meinen C1 Intensivkurs an. Dort kannst du dich in 8 spannenden Lektionen mit interaktiven Aufgaben auf deine C1-Prüfung vorbereiten. Auch wenn du keine Prüfung schreibst, wird dieser Kurs dir helfen, dein Niveau zu steigern. Du lernst sehr viele neue Vokabeln, versprochen. Du lernst fortgeschrittene Grammatik. Du bist auch nicht alleine. Ich gebe dir zu jeder Hausaufgabe Feedback. Und jetzt hast du noch die Möglichkeit, dich für die erste Live-Gruppe beim C1-Kurs anzumelden. Heute schließt die Anmeldung, also klicke auf den Link unter dem Video und melde dich an. Ich freue mich sehr auf dich. Wir sehen uns im C1-Kurs. Bleib dran und bleib fleißig.